Große Wohnwagen-Abverkaufsaktion bei Reisemobile Dörr. Alle Modelle sind radikal reduziert. Sichern Sie sich jetzt bis zu 13.800 € Sondernachlass auf einen neuen Wohnwagen. Moin, ich bin der Jonas. Wenn ihr aktuell noch auf der Suche seid nach einem Wohnwagen für die nächste Saison oder fürs Wintercamping, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir starten heute die große Wohnwagen-Abverkaufsaktion und was wir alles so im Bestand haben, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Kommt mit! Los geht's bei uns mit den Stärkemann Easy-Modellen. Die Fahrzeuge sind super geeignet, falls ihr maximal zu zweit oder zu dritt unterwegs sein möchtet und ein Fahrzeug habt mit einer relativ geringen Anhängelast. Wir haben jetzt hier ein Modell, bei dem sich die zulässige Gesamtmasse zwischen 900 und 1300 Kilo in 50 Kilo Schritten eintragen lässt. Heißt sowohl für Fahrzeuge mit geringer Anhängelast als auch für Hybridfahrzeuge oder sonstige Elektrofahrzeuge super geeignet. Im Fahrzeug angelangt seht ihr schon, es ist ein Wohnwagen für 2 Personen. Wir haben ein Bett vorne im Bug, eine umbaubare Sitzgruppe hier vorne. Ein Absorberkühlschrank ist ab Werk mit drin, genauso wie standardmäßig Kochfeld, Spüle und eine Heizung hat das Fahrzeug. Falls ihr Anbauten wie eine Dachklimaanlage oder sowas wünscht, können wir hier bei Stärkemann problemlos machen. In der ähnlichen Preiskategorie hätten wir natürlich auch Fahrzeuge der Firma Weinsberg im Angebot. Jetzt hier zum Beispiel der 450 FU aus der Caravan-Serie, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1700 Kilo, also ein bisschen schwerer, dafür aber auch ein Stückchen größer von innen. Den schauen wir uns jetzt auch mal an. Von innen sieht man direkt, dass es sich um ein größeres Modell handelt. Hinten im Heck eine schöne große helle Hecksitzgruppe, vorne im Bug dann Seitenbett und Seitenbad. Schlafplätze haben wir hier 4 Stück, heißt ein Elternschlafbett, Doppelbett und hier vorne eine umbaubare Sitzgruppe. Ansonsten besticht das Modell zum Beispiel durch das serienmäßig enthaltene Campingset, bestehend aus einem Vorzelt und einer Campinggarnitur mit 4 Stühlen und einem großen Tisch. Den Fahrradträger haben wir ab Werk auch schon montiert. Jetzt hier im Vergleich zum Stärkemann ein 3-Flammenkocher, was natürlich mehr Möglichkeiten in der Küche bietet, Essen zuzubereiten. Eine ausreichend große Spüle ist mit dabei und ein Wasserfiltersystem ist auch schon vorbereitet. In der mittleren Preiskategorie haben wir natürlich auch eine breite Auswahl an Wohnwägen, wie zum Beispiel jetzt hier wieder von Stärkemann die Sport Edition. Das hier ist der 522 LJ, das ist ein Einzelbettengrundriss, schauen wir uns gleich an. Ab Werk schon sehr, sehr gut ausgestattet, zum Beispiel mit einer Außengassteckdose. Wir haben einen City-Wasseranschluss mit dabei und vieles mehr. Den Innenraum gucken wir uns mal noch zusammen an. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir hier einen Einzelbettengrundriss, die sich natürlich auch zu einem großen Doppelbett kombinieren lassen. In der Mitte dann Küche und Badezimmer. In der mittleren Preiskategorie, weil wir halt auch einfach viel mehr Platz bei den größeren Fahrzeugen haben, deutlich größeres Badezimmer und vorne eine große U-Sitzgruppe in der Front. Zudem haben wir hier eine Truma Kombi 4 Gasheizung, heißt Warmwasseraufbereitung und Innenraumtemperatur laufen über Gas. Mit dem neuen iNetX Bedienpanel wäre also ein ideales Modell für auch mal 1 oder 2 Tage abseits vom Campingplatz autark zu stehen. Auch ein Highlight in der mittleren Preiskategorie sind die großen Sitzgruppen vorne im Bug. Macht sowohl Adria als auch wie jetzt hier Stärkemann. Wir haben ein großes Panoramafenster oben, was natürlich deutlich mehr Licht reinbringt und ausreichend Platz, um hier mit 4 oder 5 Personen zu frühstücken oder einen schönen Abend zu verbringen. Natürlich haben wir auch Familiengrundrisse mit Stockbetten im Angebot. Hier jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug aus der Adora-Serie, der 613 PK. Ist immer noch ein Einachser, dennoch hat er ein zulässiges Gesamtgewicht von 2 Tonnen. Eine alte Warmwasserheizung ist jetzt hier bei dem Modell schon mit dabei. Stauraum vorne im Gaskasten mit einem Gaskasten-Stausystem und den großzügigen Innenraum gucken wir uns auch mal an. Im Innenraum angelangt sieht man natürlich direkt, dass wir hinten im Heck 2 großzügige Stockbetten haben. Diese lassen sich auch abtrennen. Heißt, man hätte ein separiertes Kinderzimmer, zumindest optisch ein bisschen abgetrennt von der Sitzgruppe oder vom Rest. Fußbodentemperierung ist hier mit drin. Wir haben die warmwasserführende Heizung von der Firma Alde mitbestellt. Fahrzeug wäre also theoretisch auch für einen Winterurlaub geeignet, weil wir hier eine Gesamtheizleistung von knappen 8 kW haben und vorne im Bug dann ein Seitenbett und ein Seitenbad. Zudem, was wir mitbestellen ab einer gewissen Größe bei den Fahrzeugen, ist ATC, Active Trailer Control, sozusagen das ESP für Wohnwägen. Wie auch im hinteren Bereich lässt sich das Elternschlafzimmer hier optisch einmal separieren, sodass man dann wirklich 3 getrennte Wohnräume hat.
Großes Elternbett ist hier vorne. Bei Atria unter den Betten immer noch Stauraum für Campingtisch, Campingstühle. Der ist natürlich auch von außen zugänglich. Und auf der anderen Seite hier Badezimmer mit einem Klappwaschbecken. Auch hier der Wohn- und Essbereich ist sehr gut ausgestattet. Es ist bereits eine Mikrowelle und eine Dunstabzugshaube vorinstalliert. Wir haben einen großen Dreiflammenkocher und eine sehr einladende Sitzgruppe. Heißt, ideal, um hier mit der Familie Mittag- oder Abendessen zu kochen. Man hat hier wirklich genügend Platz, um 3 große Töpfe abzustellen und könnt hier in der Sitzgruppe, die man übrigens auch zu noch einem großen Schlafplatz umbauen könnte, Platz für 5 bis 6 Personen. Um die Sitzgruppe zum Bett umzufunktionieren, wird zunächst der Tisch abgesenkt, dann kommen die beiden Polster der Rückenlehne und ein Zusatzpolster in der Mitte und so hat man ein Bett für 2 weitere Personen. Auch für Wintercamper oder Ganzjahreswohnwagennutzer haben wir das passende Fahrzeug, in dem Falle die Alpina Serie von Atria. Wir haben einen Voll-GFK-Wohnwagen hier in dieser Serie, heißt sowohl Dach als auch Seitenwände und Boden sind super isoliert. Eine warmwasserführende Heizung von der Firma Alde ist serienmäßig mit an Bord, also auch hier die richtige Heizung für die kalten Tage. Zudem legt Atria ein Augenmerk auf eine voll ausgestattete Küche. Immer mit dabei ist zum Beispiel ein Gasbackofen, ideal für morgens mal Aufbackbrötchen auf dem Campingplatz warm zu machen, wenn man keinen Brötchenservice hat. Der gleiche Dreiflammenkocher wie schon in der Adora-Serie, also auch hier ideal für mehrere Personen zu bekochen. Wir haben eine Dunstabzugshaube mit dabei und hier eine schöne Edelstahlverkleidung, dass man sich nicht Fenster bzw. Gardinen oder Wände versaut, wenn man hier mal kocht. Zudem verbaut Atria hier einen großen Absorberkühlschrank mit einem separaten Gefrierfach und einmal eine Mikrowelle ist mit an Bord. Auch diese Modelle haben wir in verschiedensten Grundrissen vor Ort, wie jetzt hier zum Beispiel den 613 UT mit Einzelbetten, die sich jetzt hier wegen dem großzügigen Heckbad nicht zum Doppelbett verbinden lassen. Dafür haben wir aber Bad und Dusche getrennt, was auch beim Wohnwagen nicht immer der Fall ist. Das Badezimmer bietet wirklich ausreichend Staumöglichkeiten. Wir haben an der Heckwand platziert viele Schränke und wie schon erwähnt, was wirklich eine Seltenheit bei Wohnwägen ist, Bad und Dusche getrennt. Um das Thema Wintercamping nochmal anzuschneiden, wir haben hier einen fest verbauten großen Abwassertank, der auch isoliert ist, sodass man wirklich auch im Winter mit mehreren Personen hintereinander duschen könnte. Auch in der absoluten Oberklasse haben wir natürlich Fahrzeuge vor Ort, wie jetzt hier zum Beispiel ein Modell aus der Astella-Serie. Was direkt ins Auge springt, ist hier die große Terrassentür, mit der man den Wohnraum wirklich sehr schön hell bekommt und natürlich auch abends durchlüften kann. Auch diese Modelle sind bei unseren Abverkaufstagen natürlich radikal reduziert. Wir schauen uns jetzt mal in einer kleinen Roomtour an, wie das Fahrzeug geschnitten ist. Wir haben eine Breite von 2,50 Meter, also wirklich ein sehr, sehr großes Innenraumvolumen hier, fast schon wie bei einem Tiny House. Vorne wieder klassisch eine große Sitzgruppe, die man auch umbauen kann zum Bett. Wir haben sehr viele Fenster und Dachluken hier verteilt im Fahrzeug, was das Ganze natürlich auch sehr angenehm hell macht. Atria verbaut auch hier einen Absorberkühlschrank. Dieser ist beidseitig angeschlagen, das heißt, man kann bequem von der Sitzgruppe aus drauf zugreifen oder auch hier von der Küche. Zudem wieder mit Gefrierfach und oben drüber liegender Mikrowelle. Auch wie bei der Adora und Alpina Serie ist der gleiche Dreiflammenkocher mit verbaut, altbewährt. Heißt, auch hier könnte man für mehrere Personen gleichzeitig Abendessen zubereiten. Nebendran eine große Spüle mit Dunstabzugshaube hier unten drunter. Und genau wie bei der Alpina Serie auch einen vollwertigen Gasbackofen. Wie man schon erkennen kann, habe ich hier in der Dusche wirklich ausreichend Platz für mich zu drehen. Ich habe hier genügend Kopffreiheit. Eine Dachluke ist schon mit dabei, dass man hier durchlüften könnte, sofern man geduscht hat. Großzügiges Waschbecken mit Stauraummöglichkeiten sind gegeben. Hier innen drin auch eine 230 Volt Steckdose für einen Föhn und auch, was ganz wichtig ist, genügend Platz auf der Toilette. Auch hier lässt sich der Schlafbereich mit einer Holzschiebetür inklusive Softclose vom Rest des Fahrzeuges abtrennen. Wir haben eine Dachklimaanlage schon ab Werk mit drin, oben im Mittelbereich und ein großzügiges Bett. Auch unterm Bett befindet sich wieder Stauraum. Dieser ist von außen diesmal nicht zugänglich, weil wir ein Queensbett haben. Heißt, nur von oben käme man dran. Ansonsten, wie bei der Alpina Serie auch, haben wir einen Voll-GFK-Wohnwagen
mit der alten Warmwasserheizung. Selbstverständlich sind Bedienelemente für die Beleuchtungsanlage hier auch am Bett angebracht, dass man nicht jedes Mal aufstehen muss. Wir haben USB und 230 Volt schon hier an der Seite für Handy zu laden oder eine Schlafmaske zu betreiben. Und es wird wirklich jeder Zentimeter, wie jetzt hier und weiter unten, als Stauraum genutzt. Man hat also auf beiden Seiten ein sehr einladendes Nachttischschränkelchen mit an Bord. Zudem sehr große Dachluke und hinten ein nicht aufstellbares Panoramafenster, aber alle Fenster und Dachluken, die hier im Fahrzeug verbaut sind, haben selbstverständlich auch ein Verdunklungsrollo mit dabei. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in unseren Fahrzeugbestand gefallen. Wie ihr sehen könnt, haben wir noch einige Modelle hier vor Ort. Heißt, wir finden also für jeden Anspruch den passenden Wohnwagen. Aktuell sind die Modelle, wie schon erwähnt, radikal reduziert. Bis zu 13.800 € gibt es bei uns aktuell in der Abverkaufsaktion. Das heißt, wenn wir euer Interesse geweckt haben, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann vereinbaren wir mal einen Beratungstermin vor Ort. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare.